Servus Leute, ich bin der Andi und wir werden heute für meinen Kumpel Benny für seine ECM-Kaffeemaschine diese Holzeinlagen machen. Das Besondere, die werden graviert und gelasert. Das erste Werkzeug ist schon eingespannt und wurde gerade vermessen. Ein 30 Grad Gravierstichel mit einer flachen Spitze von 0,4 mm. Ich verwende hier doppelseitiges Klebeband, weil der Vakuumerzeuger verdammt laut ist und ich einfach eine gewisse Ruhe bei diesem Projekt haben möchte. Als Holz kommt Sokopira zum Einsatz. Das fanden wir sehr schön und ist ein Starkfurnier mit 4 mm. Nachdem X, Y und Z vermessen wurde, kann es auch schon losgehen. Meine Schnittdaten wie gehabt unten rechts. Nach dem Fräsen wird die Gravur mit einer Nylonbürste schön sauber gemacht. Es dürfen keine Späne sein, damit das Laserergebnis nicht beeinträchtigt wird. Kommen wir zum Laser. Wie man sehen kann, sitzt der Laser auf einer Linearschiene. Das habe ich mit Absicht gemacht, damit die Spindel und der Laser sich niemals gegenseitig stören. Nun muss Z0 neu definiert werden. Ich mache das mit dieser Lehre von Optlaser, denn der Fokus beträgt genau 60 mm. Genauso hoch ist dieses L-Stück. Bei dem Laser handelt es sich um einen Laser von der Firma Opt mit einer Leistung von 6 Watt. Aktuell wird er mit 100% Leistung betrieben. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie der Laser angeschlossen, in Fusion und Graph programmiert wird, müsst ihr einfach nur dranbleiben, denn das folgt im Anschluss. Ich bin von dem Ergebnis echt begeistert. Ich bin überrascht, wie synchron das ist, die Gravur und das Gelaserte. Also super. Die Stücke sind fertig und werden von hinten nun ganz grob angeschliffen und schon fallen sie raus. Mit einem 320er Blatt bekommen die Stücke ihren Feinschliff. Abschließend wird noch geölt und so kommt die schöne Maserung raus. Also ich finde, es ist echt gut geworden. Ich glaube, ich werde es häufiger so machen. Auch mein Kumpel Benny ist von dem Ergebnis echt beeindruckt. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie es in Fusion und Graph programmiert wird. Okay, kommen wir zur Hardware. Hier oben rechts kann man sehen, für was für ein Set ich mich entschieden habe. Ich habe mich für dieses Workbee Set entschieden, weil mir diese Platte hier einfach so gut gefallen hat. Und ich dachte, die könnte ich da 1:1 übernehmen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich glaube, preislich macht es kaum was aus, für was für ein Set man sich entscheidet. Okay. Bei diesem Set ist hier dieser Adapter dabei.
Und dieser Adapter sitzt hier bei mir in diesem Mini-Kasten. Und jetzt kann man sehen, die orangene Leitung, also die Zuleitung, geht hier in die Schleppkette und kommt dann hier bei dem Controller raus. Und hier in der vereinfachten Ansicht, ich gehe hier einfach mit diesem DAC, DA1 Ausgang, also 0 bis 10 Volt, gehe ich hier raus und gehe auf den Pin 6 Analog-Eingang. Und natürlich noch die Masse. Das Netzteil versorgt natürlich den Adapter und den Laser. Hier, also links diese Klemmleiste, geht so eine Leitung in diese Schleppleitung, hellgrün dargestellt, wird hier quer verbunden und geht dann in diese mit der dunkelgrünen Leitung in diese Schleppleitung und so an den Laser. Das ist aber 1:1 durchverbunden, da habe ich nichts unverdrahtet. Und tatsächlich ist das schon die ganze Hardware. Deswegen machen wir gleich weiter. Kommen wir nun zur Fokussierung vom Laser. Ich mache das, wie man schon sehen kann, mit so einem Aluprofil, aber dazu gleich mehr. Als allererstes muss erstmal der Laser montiert werden. Als nächstes wird die Tischoberkante angetastet. Es folgt nun der Befehl Fahr auf Z0. Da mein Aluprofil ein 40-40 mm Profil ist, fahre ich 20 mm hoch. Hier kann man es schön sehen. Der Laser steht nun 80 mm über der Tischoberkante. Wir wollen den Fokus allerdings in der Mitte von der blau schraffierten Fläche haben und der liegt bei 25 mm gemessen ab der Tischoberkante. Hier kann man es schön sehen. Das heißt, wir müssen den Laser noch 5 mm hochfahren. Es wird noch kurz gecheckt. Und perfekt. Der Laser befindet sich nun 60 mm über der Stelle, die wir lasern möchten. Wir sind soweit. Wir starten den Laser mit 100% und verfahren dann entlang der Achse. Ich mache das hier in dem Beispiel von Hand mit dem Handrad. Übrigens, ab Werk ist der Laser schon perfekt eingestellt, also eigentlich müsste man nichts machen. Wir sehen nun eine Linie mit einem steigenden Fokus und einem abflachenden Fokus. Nun muss die Linse entsprechend gedreht werden, bis die Mitte vom Fokus exakt auf der angekratzten Linie liegt. Und so wird der Laser eingestellt. Okay, kommen wir zum Fusion-Teil. Ich will das Video nicht unnötig in die Länge ziehen, deswegen geben wir ein bisschen Gas und die Konstruktion überfliege ich nur. Also, zuerst habe ich eine Skizze erstellt, das habe ich aus dem Griff ausgemessen und den Körper extrudiert. Anschließend dupliziert und verschoben, damit ich 2 Stücke habe. Als nächstes habe ich hier ein Foto von seiner Kaffeemaschine gemacht, hier kann man es sehen, damit ich diesen Tropfen nachzeichnen kann. Eine Skizze, dann daraus einen Körper erstellt, verschoben in die Mitte, jetzt kann man es hier sehen, dann entsprechend skaliert, ich glaube wieder genau etwas kleiner gemacht, verschoben, damit es mittig sitzt, mal richtig gedreht und hinein extrudiert. Und dasselbe mit dem Dampf. Und das sind die 2 Körper. Mehr ist es nicht. Deswegen machen wir gleich weiter mit der Fertigung. Als allererstes starten wir natürlich mit dem Setup. Die Werte hier für das Rohteil in X und Y stimmen nicht. Die habe ich mir einfach ausgedacht. Ich fand das jetzt nicht so kritisch. Ich habe mir einfach diesen Punkt hier unten gesetzt als Nullpunkt. Und das Rest war mir ehrlich gesagt eigentlich egal. Nur hier die Höhe von 4 mm, die stimmt. Okay, die erste Operation. Hier kann man mein Werkzeug sehen, mein 30 Grad Gravierstichel, 4 mm Schaft und eine flache Spitze von 0,4 mm. Jetzt kann man sehen, die Schnittdaten, ja, Bauch aber gut. Ich habe mir tatsächlich einfach die Schnittdaten ausgedacht. Finde sie ganz gut, also man hat ja auch gesehen, es hat ganz gut gepasst. Holz ist ja sehr dankbar, was das angeht. Als Geometrie habe ich die Fläche unten ausgewählt. Bei den Höhen habe ich nichts verändert. Und
und beim Rohteilaufmaß habe ich 0,529. Wie komme ich zu diesem Wert? Meine Excel-Liste, hier kann man sehen, Gravur Offset, gebe ich ein 15, also eine Flanke hat 15 Grad, 0, also ich will mit dem Stichel nicht noch tiefer eintauchen. Jetzt muss ich selber kurz gucken, habe nämlich die Höhe vergessen, 1,6 mm. Dann geben wir hier 1,6 mm ein und dann sagt mir die Software 0,429 mm muss ich von der Wand wegbleiben, damit es hier so eine schöne Steigung ergibt. So, 0,429. Hier steht aber 0,529. Das habe ich mit Absicht gemacht. Im Prinzip müsste es so stehen, damit ich so eine Art Schrubbschlichtgang habe. Also ich schrubbe es erstmal und lasse hier noch 0,1 mm stehen, damit hier im zweiten Gang noch so ein Schlichtgang erfolgt. Gut, das haben wir gemacht. Hier habe ich nichts geändert. Das sind Standardwerte. Und so sieht dann das Ganze aus. Dasselbe mache ich hier unten. Das ist einfach dupliziert. Und dann wird graviert. Das gleiche Werkzeug. Wähle ich einfach die Geometrie aus und sage minus 1,6. Und jetzt, ich simuliere das gerade mal, kann man sehen, was ich gemeint habe. Also das sind hier die 0,1 mm, die ich habe stehen lassen. Jetzt fährt das Werkzeug nochmal schön durch und nimmt die auch noch weg. Und dann wird das Ergebnis einfach perfekt. Einmal bei dem Tropfen, einmal beim Dampf. So, als nächstes folgt die Außenkontur. Außen- und Innenkontur. Da habe ich die untere Kontur ausgewählt und sage 0,2. Also eigentlich müsste da 0,2 mm reinstechen. Ich vermute mal, das Starkfurnier hat nicht ganz 4 mm gehabt, sondern, keine Ahnung, 4,2 oder sowas. Deswegen bin ich nicht ganz durchgekommen. Aber es macht ja nichts. Man hat ja gesehen, es war nicht viel. Und beim Rohteilaufmaß habe ich 1,039. Auch hier wieder, wie komme ich zu dem Wert? Denn wenn man hier 4 mm eingibt, sieht man, brauche ich viel mehr Aufmaß, weil ich ja sonst ins Material fahren würde. Also hier 1,072. Okay, steht 1,039. Keine Ahnung, vielleicht habe ich hier irgendwas Falsches eingegeben. Hätte eigentlich passen müssen. Ja, okay, sei es drum. Und das sind jetzt wieder Standardwerte, da habe ich nichts verändert. So. Das heißt, es wird innen und außen ausgestochen, genau dasselbe wie unten, nichts Wildes. Die nächste Operation, das Lasern, ich glaube, das ist ja das, was so interessant ist. Da gehen wir hier, sieht man wieder eine Tasche, also eine ganz normale Taschenoperation. Und als Werkzeug habe ich einfach einen Schaftfräser mit einem Durchmesser von 0,2 mm definiert. Schnittdaten sind hier völlig egal, ich erkläre später wieso. Als Geometrie habe ich die Fläche unten ausgewählt. Endhöhe nix. Und das hier ist ganz entscheidend. 0,1, 0,122. Denn wenn man hier zu große Werte eingibt, verfährt er zu viel in Z. Und das ist einfach verschwendete Zeit. Und das muss nicht sein. Rohteilaufmaß 0,7 mm. Aber das muss ich sagen, ist jetzt kein errechneter Wert, sondern einfach ein Erfahrungswert. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich 0,7 mm wegbleibe, muss ich ja vorstellen, vielleicht zeige ich es einfach mal in der Simulation. Hier ist ja eine Schräge. Und ich will ja nicht ganz hier oben anfangen, sondern etwas weiter unten, etwas versetzt. Und deswegen hat sich 0,7 mm einfach bewährt. Ja, und hier kann man auch sehen, wie der Laser das Ganze graviert. Es ist in der Simulation natürlich ein Schaftfräser. Kann man ein bisschen Gas geben. Okay. Und dasselbe machen wir hier unten. Das hier wird extrudiert, durch den Postprozessor geschickt. Kann ich mal zeigen, wie das hier bei mir aussieht. Hier ein CNC Graph. Und dann müssen wir die Datei noch ein bisschen bearbeiten. Und das zeige ich jetzt. Okay, den Laser habe ich jetzt den Postprozessor gejagt und dann sieht man, so eine Datei rauskommen.
So sieht der G-Code aus. Ganz wichtig, man muss hier S8 und M3 wegmachen. Was bedeuten die eigentlich? Also S8 heißt Spindeldrehzahl 8, also 8 Umdrehungen pro Minute, und M3 heißt Spindelstart. Wir wollen ja die Spindel nicht benutzen, deswegen muss es raus. Alle S-Befehle, wir können auch hingehen, Steuerung F, S. Wir haben hier sonst keine Spindelwerte und das ist auch gut so. Die dürfen nicht vorkommen, sonst sieht das CNC-Graph einfach ein bisschen verkehrt. Also das muss komplett raus. Dann müssten alle Vorschubwerte raus. Das können wir jetzt etwas eleganter machen, indem wir sagen, suchend ersetzen. Also F600 ersetzen durch nichts. Machen wir alle ersetzen. Und hier kann man noch einen F-Wert sehen, 1000. Ersetzen wir auch durch nichts. Jetzt können wir nochmal auf Nummer sicher gehen, sagen Steuerung F und suchen nach F, also den Vorschubwerten. Und da kann man sehen, es ist jetzt leer. Und genau so muss die Datei aussehen. Das speichern wir uns jetzt ab und gehen jetzt zu CNC Graph. Wir sind jetzt hier in CNC Graph und haben die Datei schon geladen. Als nächstes gehen wir in Einstellungen, Maschinenparameter und hier gibt es ganz unten den Punkt Laser schneiden und da muss man Haken setzen für an. Nachdem das getan wurde, gehen wir in die Laser-Materialliste und hier kann man sehen, noch ein paar Einstellungen vornehmen. Die Materialdicke hat keinen Einfluss, aber die Working Speed, also die Geschwindigkeit, wie schnell verfahren werden muss, und natürlich die Laserleistung von Min bis Max. Wenn das getan wurde, geht man hier auf Start, sagt hier was für ein Material und nochmal auf Start. Das war es tatsächlich schon und so wird gelasert. CNC Graph wird jetzt die Laserleistung in den Ecken, wo X und Y gedrosselt, also wo eine Rampenphase stattfindet, selbstständig drosseln. Das ist ein echt cooles Tool und man hat ja gesehen, das funktioniert wunderbar. Das war's, wir sind am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war tatsächlich ein sehr, sehr langer Weg bis dahin und sage bis zum nächsten Video. Ciao.